Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den Mercedes-Benz CL 500 vor, ja, in der Farbe Weiß, von der Firma AutoArt im Maßstab 1:18. Und ja, ich zeige euch kurz die Verpackung. Ja, das ist sie. Diese Edition, grau, ist noch eine der älteren. Und ja, der Wagen, meiner Meinung nach ist es einer der schönsten Coupés, die Mercedes jemals gebaut haben. Ich habe davon übrigens auch die AMG-Version vorgestellt, natürlich in der Beschreibung verlinkt und im i. Sowohl 1:18 als auch in 43. Ich meine, von denen kann man irgendwie nicht genug haben. Sehr schön, auch wie gesagt, ich bin sehr froh, den in Weiß zu haben. Schauen wir uns jeder auf das Auto jetzt erstmal im Detail an. Ja, die Front ist auf jeden Fall elegant. Wie gesagt, das ist die normale Version, nicht die sportliche von AMG. Und ja, hier wie gesagt die Mercedes-typischen Lichter der Generation eben von damals. Wobei damals, ich meine, es ist gerade mal 10 Jahre her, ne? Oder etwas mehr als 10. Und wir schauen uns mal den Motorraum an. So. Schon älter, hält leider nicht mehr so. Und wir können sehen, eigentlich relativ detailliert gemacht. Ja, hier mit Kabel und Batterie. Und ja, das war halt damals noch die AutoArt-Qualität der Metallmodelle. Gefällt mir immer noch am besten. Ja. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, es gibt einen Unterschied zwischen den ehemaligen AutoArts von damals und den aktuellen. Und zwar, der nennt sich Composite und die sind nicht mehr aus Metall. Ähnlich wie Resin, würde ich sagen. Ich habe auch ein Video davon gemacht, ja, Diecast vs. Resin, wer das noch nicht geguckt hat. Schaut euch das unbedingt an, dann wisst ihr auf jeden Fall die Unterschiede. Und könnt entscheiden, was ihr bevorzugt. Ja. Also ich mache hier keine Wertung, aber mir gefällt eben die alten AutoArts deutlich besser. Ja. Man merkt eben, dass man es in der Hand hat, obwohl dieser hier auch relativ leicht ist. Aber wie gesagt, es gibt auch andere. Ja, schauen wir uns die Seite von dem Ganzen an. Sehr elegant, wirklich ein sehr langgezogenes Coupé. Das ist natürlich das Markenzeichen dieses CLs, ne, diese ellenlange Fensterfront, ja, und die riesige Tür. Ist auf jeden Fall sehr schön geschnitten, ne? Passt mit den Chromzierleisten, ist auf jeden Fall sehr, sehr edel das Ganze. Und jetzt hier das Heck. Ja. Sieht meiner Meinung nach auch sehr, sehr, sehr sexy aus. In Weiß, mit der hellen Ausstattung innen drin. Kommt alles sehr gut zur Geltung. Die roten Scheinwerfer bzw. die roten Rücklichter, ja, die machen das Ganze noch einen schönen Akzent mit rein. Und ja, hier diese riesige Heckscheibe. Ja. Die ist irgendwie, also ganz früher habe ich gedacht, ja, das gefällt mir nicht, das passt irgendwie nicht. Je öfter ich den gesehen habe, desto mehr ist er mir auf jeden Fall ans Herz gewachsen, sage ich mal. Und wir schauen erstmal in den Kofferraum hinein. Und wir können schon sehen, hier wurde auf jeden Fall mit Teppichimitat gearbeitet. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist auf jeden Fall gut, ja. So muss es sein. Und eins habe ich noch vergessen. Der Wagen hat natürlich ein Schiebedach. Ja, hier kann man erkennen. Kann man jetzt aber nicht öffnen, soweit ich weiß. Ne? Nee, bleibt fest. Und ja, kommen wir zur Seite. Hier, die Auspuffblenden kann man auch noch sehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch kurz die Seite an. Ja, natürlich genau wie die andere. Und wir gucken uns jetzt den Innenraum an. Also hier können wir sehen, innen drin sieht der Wagen sehr, sehr, sehr schick aus. Ja, also mir gefällt das Ganze sehr gut. Wie gesagt, helle Ausstattung, weißes Auto, sehr, sehr edel. Die Türen sind sehr detailliert gemacht, wir können die ganzen Knöpfe quasi erkennen. Ja, hier Innenraum ist auch mit Teppichimitat Fußraum ist auch mit Teppichimitat ausgekleidet. Die Mittelkonsole, die kann man gut erkennen, ja. An den Mittelknopf ist gedacht worden, ja, das Steuerelement hier am Sitz. Der Gurt und da oben der Griff, und wo man den Sitz vorschieben kann oder vorschieben lassen kann, aus Chrom. Gefällt mir sehr gut. Und auf der Rückbank ist auch sehr detailliert gearbeitet worden. Also ich würde sagen, das ist schon ein sehr, sehr schickes Auto bzw. Modellauto. Und wir gucken nochmal die Beifahrerseite an, hier genauso. Ja. Also hier kann man echt nichts sagen. Sehr schick, ja. Ne? Würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall, wenn man das nicht hat, in seine Sammlung mit reinziehen. Und wie gesagt, ich habe ihn mir damals gekauft, schon länger in meiner Sammlung. Und ich denke, ich habe nichts falsch gemacht damit. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe. Und ja, wie immer,
Ich möchte eure Meinung wissen, schreibt sie in die Kommentare und gebt natürlich einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, kommt in meine Telegram-Gruppe, um nichts zu verpassen, wenn ich neue Videos raushaue. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder mit noch mehr Sternen. Nein, natürlich nicht. Ja, es ist zwar sehr sternlastig, der Kanal, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Modelle. Zum Beispiel ein paar Rolls-Royce, die werden komischerweise seltener aufgerufen, also wisst ihr Bescheid, guckt euch mehr Rolls-Royce an. Also macht's gut, ciao!